Also für uns ist der Berg unverzichtbar und der G oder der Schöckl ohne G ist auch nichts. Und umgekehrt, es ist für jeden G-Club oder irgendwo, die einmal kommen oder sei es G-Experience, dass man einmal mit dem Auto am Berg war. Vom G verlangt man schon mehr. Natürlich kann er nicht die Bäume hochklettern oder irgendwie, weil jeder denkt, wenn er 3 Sperren hat, kann er alles machen damit. Ne? Er hat alle Gesetze umgangen, aber das geht nicht. Die Auslegung, muss man sagen, war bei dem Fahrzeug immer militärisch. Und das waren Vorgaben, Hohlwege oder irgendwo muss er reinpassen. Ja, eben. Das war halt auch 1979, ne? Also, ja. Das war, also die Auslegung war Anfang 70, muss man sagen. ja, ja, klar. Das Konzept erstellen. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie wisst, wie der G überhaupt geboren wurde. Nein. Das war der Schah von Persien, der hatte Anteile von Mercedes. Und der hat bei Mercedes angefragt für so eine Chipart oder so, Chip sagt man für Geländefahrzeug, fürs Militär. Und dann ist die Entwicklung losgegangen, dass das schneller geht. Es war der Joint Venture dann mit Steyr-Daimler Bucher Mercedes, damit der Antriebsstrang oder schnell funktioniert. Und ich bin seit 76, 2. Jänner 76 in der Entwicklung beim G auch. Also das war nicht nur G, aber bin von dort dabei. Dort haben wir 4 Stück Autos gehabt oder was, oder 3 Stück. Waren gerade die Prototypen im Aufbau und die Messungen und die ganzen Kollektiv und die ganzen Erprobungen haben dort angefangen. Und dort, wie das Auto dann fertig war, war der Schah auch abgewählt. Also ist mit dem Kontrakt nichts mehr geworden. Und der erste große Kunde war dort Argentinien, weiß ich noch, mit 1000 Stück, glaube ich. Und dann ist schon die deutsche Bundeswehr gekommen und der Zoll und das ist dann fließend weitergegangen. Seit 1979 wird er laufend produziert. Wart ihr in Österreich auch beim Militär? Ja, den gibt es noch, aber ich weiß nicht, wie viele Einheiten die gekauft haben. Ist sehr, sehr stark noch, ja. Der Pinzgauer war ja der erste große. Der wurde mittlerweile ein bisschen reduziert, warum weiß ich nicht. Ein Spezialfahrzeug müsste immer passen. Aber ist halt so, weiß man nicht, wie die Politik arbeitet. Ja. Nämlich die Schweiz legt den G richtig als Offroader aus oder als Spezialfahrzeug. Und dadurch gibt es beim Fuhrpark, jetzt Gott sei Dank, sind sie so weit gekommen, dass die Fahrzeuge nicht nur auf der Straße mit Geländereifen fertig gebraucht werden, sondern spezial eingesetzt werden und für den Fuhrpark andere Fahrzeuge gebraucht werden. Wie weit ist es von hier zum Schöckl? Wir fahren ungefähr eine halbe Stunde hin. Schön. Der Berg da hinten sieht man das da, mit der Antenne drauf. Also heute ist eine schöne Sicht, sehen wir. Sehr gut. Wie oft bist du schon drauf gewesen? Seit 76. Okay, sehr, sehr schön. Ich kann nichts sagen, also mit viel Dauerlauf, mit allen Mitteln, mit allen mit allen Witterungsbedingungen geschaufelt, alles schon da. Okay, also, es ist der Grazer Hauptberg und auch wo der G das Gehen, Laufen, Fahren gelernt hat. Und die Konstellation von dem Berg ist einfach so stark, dass das wirklich ein richtiger Offroader geworden ist. Von der Auslegung her. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Jetzt sind wir auf 340 Meter und wir gehen auf 1400 hoch. Okay. Eine Strecke rauf und runter hat mit den Zwischenwegen, kann man fast sagen, genau 10 Kilometer. Okay. Und für die Erprobung oder für die ganze Messungen oder was wir machen, werden nur 6,2
gewertet. Alles andere sind Verbindungsstücke oder Zufahrtswege. Es sind Teilstücke hoch. Und bei so einem Dauerlauf mit 2000 Kilometern zum Beispiel, Programmkilometer, ist das schon ein Unterfangen. Also zweischichtig am Tag mit 6 mal, 12 mal rauf und runter. Okay. In dem Sinn haben wir 74 Kilometer. Es wird viel simuliert und viel auf Simulation oder kollektiv aufgenommen und dann nachgefahren. Auch einzelne Teile dann vielleicht noch. Aber das Fahren bleibt nicht weg. Graz ist noch ein bisschen ein Dorf, sagen wir so, obwohl es als zweitgrößte Stadt von Österreich geführt wird. Sie reden von 250, 300.000, sagen sind immer da. Also normal ist der Weg durch die Stadt. Wir haben uns aber diese Strecke mal gewählt, weil durch die Stadt meistens viel Stau ist oder Baustellen sind oder irgendetwas. Aber die Erprobungsfahrzeuge fahren wir alle hier, nämlich die sind dreckig oder angeschnittene Reifen oder fast kein Profil mehr drauf. Und auch Geheimhaltung, dass wir nicht zu viel Stop and Go fahren, haben wir diese Strecke hier gewählt und es ist einfach so geblieben, dass wir ein bisschen Countryside fahren. Das ist sehr schön hier. Das finde ich also als Testfahrstrecke ist ganz angenehm, gell? Als Anfahrstrecke, ja. Ja. Fahrt ihr mit der G-Experience auch mit Kunden so hier raus? Ja. Oder ist, okay. Oder wir fahren die Autobahn, dass wir ein bisschen die Systeme zeigen, dieses Distronic oder die Totwinkelsensor. Wenn es nicht schon, die meisten kennen das schon. Das ist ja nicht nur den G fahren, aber man soll es ein bisschen zeigen. Und alle Länder dürfen es gar nicht haben. Okay. Es war am 15. August 1909 war die erste Besteigung mit einem Steierbuch-Alpenwagen den Berg hoch. Und da hatten sie ja nur Hecktrieb noch und da hatten sie Ketten oder Leinen, die als Traktionshilfen geholfen haben. Und dort werden sie gesagt haben, wir brauchen die Vorderachse auch getrieben. Also, und dort haben sie noch mit Ochsen oder was geholfen, gewisse Stücke zu umwinden. Also es werden so richtige Kahnwege gewesen sein, mehr sind sie nicht. Und heute fahren wir solche Wege ein bisschen nach, oder Holzbringungswege oder Telegrafenwege. Es geht ja eine Mautstraße hoch. Okay. Der Berg ist unter Privatbesitz von der Grafschaft, Graf Stubenberg. Okay. Und wir haben schon in den 50ern ein Abkommen mit Graf Stubenberg, dass wir die Strecke benutzen können. Das war mit Haflinger schon. Also ich bin ein bisschen Haflinger gefahren auch. Das waren so Verbesserungen für Schweiz Militär. Und da hat der G. Pinzgauer war mir noch viel, Erprobung auch. Haflinger Pinzgauer zu dieser Zeit. Und da wurde das Ganze noch
bisschen anders abgegolten. Heute hat er einen Mietvertrag gemacht, schon der junge Graf Stumberg, unter Anführungszeichen. Also ich kenne ihn erst über 40 Jahre. Also für uns ist der Berg unverzichtbar. Es wurde dann vor 30 Jahren in etwa die Mautstraße gesperrt, also für den öffentlichen Verkehr, weil es ja eine Privatstraße war, eine Mautstraße. Und weil ich gesagt habe, keine Autos am Berg, Wasserschutzgebiet und Erholungsgebiet. Und Gott sei Dank waren unsere stärker und haben gesagt, wenn wir den Berg nicht haben, können wir nicht konkurrieren mit 4x4 Mitbewerbern. Also wir brauchen den. Und haben halt Auflagen bekommen, aber wir dürfen ihn noch benutzen. Ja, vor allem das Schöne ist, du hast ja dann oft mal den Iron Circle oder sowas, ja. Also so aufgebaute Parcours in so Offroad-Zentren, aber jetzt mal wirklich in der Natur, ohne dass das künstlich hergestellt wurde. Das ja, genau. freue ich mich jetzt total drauf. Ja. Wenn man so einen digitalen oder künstlichen Parcours herstellt, dann ist er richtig für das Fahrzeug zugeschnitten. Genau, du weißt, es kann das, weil es ist dafür gebaut worden. Richtig, jetzt aber halt so eine naturbelassene Strecke ist ganz was anderes. Die gibt auch viel mehr Robustheit, Beständigkeit oder irgendwer, weil es immer verglichen wird, das kann man bald auf Steine umfahren oder wie, aber was ist, wenn Sumpf kommt? Also, dann kommt es mal aufs Gewicht drauf an, auf die Bereifung drauf an und auf den Untergrund. Natürlich ein kleiner Suzuki zum Beispiel, Samurai, der fliegt wo drüber, wo du vielleicht einsinkst. Ne? Das ist normal, wenn wir das dreifache Gewicht haben. Klar. Mit so diskutiere ich nicht mehr, weil das ist nicht relevant, oder? Ja, sicher. Aber Bestehen oder Beständigkeit macht man ja nur auf harten Untergrund. Weich ist ja nur, entweder habe ich einen Untergrund zum Weiterfahren oder ich habe so gute Bereifung, damit ich weiterfahre, also durchkomme überhaupt. Hat nichts mit Robustheit zu tun. Das war damals verrückt, als Holtdorf dann in München, da war ich in der Niederlassung, das war irgendwann vor Weihnachten, man hat da so einen großen Vortrag gehalten. Und da ging es dann darum, als er dann irgendwo dann in Afrika war, hat ihn jemand gefragt, warum er eigentlich keine Seilwinde vorne am Auto hat, sondern hinten. Und er gesagt hat, naja, wenn ich schon nicht weiterkomme, dann ziehe ich mich ja noch weiter in die Scheiße rein, sondern ich ziehe mich gefälligst rückwärts wieder raus und fahre woanders lang. Ja. Das war auch aber das erste Mal, dass man sich so einen Gedanken da gemacht hat, weil alle anderen haben die Winde immer vorne. Ja, mittlerweile sind es fast nicht mehr fix montiert. Die meisten führen schon innen mit, haben einen Adapter nur zum Ankluppen, können es vorne und hinten brauchen. Ist auch besser, weil du bist es immer ausgesetzt und wenn man es nie braucht, ist es auch blöd. Denn wenn man es braucht, funktioniert es vielleicht nicht. Ja. Und so haben wir es innen drin eingebaut. Ja. Also die, was 6 Expeditionen fahren und der hat vorne einen Adapter zum Ankluppen und schon zum Anstecken für Stromversorgung und hinten genauso. Ja. Jetzt haben wir einen Berg schön vor uns. Unten ist der Ort St. Radegund, ein Höhenluftkurort, auch mit einem Reha-Zentrum, das neue dort. Für Herz-Kreislauf. Ja, das haben wir jetzt wahrscheinlich auch gleich, wenn du uns hier durchs Gelände fährst. Nein, das ist nur Training, was wir heute machen. Ja, das wird das südliche Länder schätzen, den GS her, weil er viel Schatten wirft noch. Ja, die anderen haben, wenn man von oben das Fahrzeug anschaut, ist der G der einzige, was noch ein richtiges Dach hat. Ja. So, jetzt kann ich hier gleich auf neutral gehen und gehe gleich auf die Untersetzung und wieder rein. Also ich muss immer neutral schalten, damit ich den Kraftfluss unterbreche und dann kann schalten. Schön, aber ich kann das unter 40 km/h schalten. Ja, okay. Ich muss nicht stehen. Und dann gehen wir wieder auf Drive zurück. Jetzt fahren wir im Low-Range-Betrieb. Das heißt, wir haben 2:1 Untersetzung, doppelte Kraft, halbe Geschwindigkeit. Und jetzt hätten wir das Bremseingriffssystem, aber offenes Fahrwerk. Und wir gehen aber gleich in die 100% Sperre rein. Also wir sperren gleich durch. Gelb ist immer Vorbereitung. Und rot ist dann? Und rot ist dann eingeschalten. Und die nächste Stufe ist schon die Hinterachse. Wenn ich sehe, da wird es uneben, dann schalte ich schon ein.
Egal, jetzt ist vorbereitet, sie muss nicht kommen, Ja, aber ja. kann kommen. Ja. Sie kommt jetzt nicht, weil genügend Grip ist oder die Ja. Verwindung noch leicht ausreicht. Aber sie ist vorbereitet, wenn der Schlupf da ist, kommt sie sofort rein. Also wenn man es zu spät einschaltet, dann kann man das System vielleicht zerstören. Okay. Wenn es nämlich in die drehende Mechanik Ja, reinschaltet ist klar. und dadurch, also kann man dann Genau, hast dann Finger verbiegen. Ja, oder? ja, ja. Aber wenn es eingeschaltet ist, kann man habe ich gemacht, mit 6,5 Daumen im Kreis fahren, Okay. weil wir das Reifenverdrehen geschaut haben. Da passiert nichts. Im eingeschalteten Zustand. Okay, geht's? Ja, ja. Ihr könnt die Gurte weggeben, wenn ihr wollt. Oder wie soll euch besten, dass ihr freier seid? Oder Ich glaube, die Jungs sind eher froh, wenn sie ein bisschen Halt haben. Ne? wir müssen den vorne nehmen oder Ja. wir geben den oberen Teil oft Ja, zurück. okay. Aber bei Film und Foto dürfen wir das sowieso nicht. Aber warum ist man nicht angegurtet? Ja, genau. Aber Fabi, jetzt weißt du, warum du vorne den Haltegriff hast. Ja, genau. ja, Ja, ich nehme das hier erst rein. So, das geht aber erst mal bergab fahren. Irgendwie. Hier, der ist eigentlich auch schön ergonomisch angebracht hier für mich. ja. Das ist jetzt nicht bequem. Ich weiß nicht, was ihr euch beschwert da hinten. Habe ich das Fenster aufmachen? Ja, kannst du machen. Für mich ist es okay. Das war eine einzige Chance. Zu wenig Luft oder was? So, Ausgleichsbehälter, ist der Kopf nach draußen, aber Ach so, ja. zum Anschlagen. nur, Genau. Aber das Problem ist, ich schlage eher halt oben am Arm an. Aber so kriege ich zumindest mal ein Foto oder so hin. Wahnsinn. Okay. Das ist wirklich extrem gut hier schon. Ich muss sagen, wenn ich stehen bleiben soll, Du oder warst und fährst einfach. Alles Ja, gut. was könntest du mir sagen, weil Danke sehr. wird alles verschwommen. Na, das kann schön. Ja, das passt alles. Das ist einfach nur gut. Das ist total geil. Ja. Und jetzt halt da aber eindeutig kann nicht ich, mit muss jedem. man, ich gehe Ja. die Vortragssperre noch Ja. dazu. Ja. Das ist nämlich der letzte Schlupf, Ja. was ich wegnehme. Es wäre nicht nötig hier, aber es fährt sich ruhiger. Das fährt sich ruhig, das ist geil. Also jetzt ist jedes Rad macht das gleiche im Moment. Entweder rutschen 4 Räder oder gar nichts. Und das ist auch für die Reifen eine Schonung, Ja. nämlich dass sie nicht irgendwo Durchdrehen und dann irgendwie Genau. ankratzen. Ja. Ja. oder bei den spitzen Steinen auftreffen. Ja. Jetzt ist mit der Lenkung da ein bisschen schwierig, jetzt langsam. Nein, ne? überhaupt nicht. Okay. Die Servolenkung dämmt alles ab. Aber ich meinte jetzt zum Beispiel, also scharf Kurven fahren ist jetzt nicht mehr mit Naja, Steuer vorne. schon, das ist logisch. Das meinte ich. Also ja, klar. spürt man stark in der Ja, Lenkung. ja, ja, logisch. ja, ja. Das Fahrzeug Ja. will immer geradeaus Genau, fahren. ja. Ja. Guck mal da vorne, das ist schon echt gut. Ja, das ist ein Teil, wo SUVs alle aussteigen. Also die haben nicht mehr die Bodenfreiheiten nicht oder Ja. Nein, die sind nicht so stark aufgebaut mit einem Ja. Rahmensystem Ja. wie die haben alle integrierte Rahmensystem. Da springt Aber- nochmal die Frontscheibe raus, dann meinst du. Das nicht, aber da muss das Türschloss auch Ja. schon mittragen. Ja, ist wirklich so. Den kann man da mit der Verwindung hinstellen und die Tür auf und zu machen. Ja. Das ist, guck mal, die kleinen Jungs da hinten, ja. Das Schöne ist, dass der Erwin schwätzt hier vorne schon 100 Mal gemacht. Ja. Ah ja, guck mal. Puh. Das sind Das Geräusche. Ganze fahren wir aber permanent durch, den ganzen Winter. Also, Okay. wenn es von oben nicht drauf geht, wenn so viel Schnee ist, dann müssen wir von oben mal runter oder wie? Eine Spur ziehen. Das ist nur was, ein bisschen zum Gleichsitzen, ein bisschen schräg fahren. Okay. Ach, du ahnst es nicht. Nein. Nein. Unglaublich. Bisschen auf die GoPro. Das war jetzt ganz angenehm. Das war jetzt schon beeindruckend, als das bisschen, was wir in Tuscaloosa So,
Ja, jetzt sicher. haben wir schon wieder Autobahn. Ja. Was in Tuscaloosa, die M-Klasse-Strecke? Ja. Ja, das Die kenne ich auch. Ja. Ist super aufgebaut für die M-Klasse. Aber ja. Aber ist halt aufgebaut, ne? Vollkommen. Ist halt dann so, ja. vollkommen. Das war ja schon diese Felsen, mein lieber Freund. Also hier, diesen Abteil hier, zählen wir nicht mehr mit als Erprobung. Schon Autobahn. ja. Das ist schon auch- Oder wir nehmen es vielleicht, wenn es nicht so schön ist, eine Schlechtwegstrecke mit, weil es unten die Schlechtweg ist. ja. Wissen wir die Distanz hier, die ziehen wir dann mit ab. Ja. Wir wissen ja, wie oft wir auf und ab gefahren sind. Also jetzt haben wir ein paar Stücke, die SUVs genauso fahren können. Ja. Also wir haben immer für Möchtegern, sagen wir so. Ja. Ich meine, das kann jeder bestehen. natürlich, klar. Es soll jeder, passt Ja, ja. alles. Ja, ja. Aber man sollte die Fahrzeuge nicht so vermischen. Ja, ja. Ich finde es immer, wenn man ein G mit irgendeinem SUV Ja. vermischt und dann seine Nachteile oder Ja, irgendwie das passt überhaupt nicht zusammen. Ja. Die meisten Leute denken ja auch, dass ein SUV und ein Geländewagen dasselbe sind. Ja, ja, sicher. Sag ja, wenn Sie denken, Sie haben Sperren drin und so wie Ja, wir, genau. dann können Sie alles leisten. Sie können die Wiesen hochfahren, wie Sie wollen. Denken Ja. nicht, dass das. Ja, die Das- meisten können nicht mal eine nasse Wiese hochfahren. So ist es ja schon. Ja. Das ist das Gefährlichste, was es Ja, gibt. ja. Ist ja. Egal, für Ja, ja. den oder für einen Ja, anderen. ja. Der hält lange und dann ist er weg. Ja, ja. Und da gibt es noch den Begriff, den Siemens Lufthaken, aber der hält Ja, nicht ja. immer. Ja, wenn man das pro Schicht dann 6-mal rauf und runter fährt bei leiteren Fahrzeugen, Boah. im Winter vielleicht noch 4 Ketten montieren muss. Ja. Schön, ja. Weiß man Aber es auch, geht was schnell. man getan hat. Ja. Es geht hier schnell, das Keten montieren, also, weil die Radkästen so frei sind. Ja, hast du schnell Die schmeißt man reingegangen. einfach drüber. Wir fahren eine starke Ketten, also richtige SV oder Super SV. Weil man muss hier meistens, wenn der Schnee weich ist, bis durchgraben, Ja, bis zum Boden. bis zum Felsen und dann hackt er irgendwo an und dann kann es schon sein, dass die Kette kaputt ist. Ja. Und das soll nicht sein. Also wir nehmen eine ganz normale, keine Ringmatiker, Ja, die ja, normale ja. Ketten, die man aufzieht. Hier liegt dann aber auch schon richtig Schnee. Also es ist nicht so. Ja, also- kann sein, muss nicht sein. Ja, okay. Also unsere Wetterküche kommt meistens vom Süden her, Okay. obwohl der Schöckel im Nordwind auch Ja. mitgehen kann, aber bis zu 1 Meter Schnee kann es schon oft sein. Ja, ja. Aber wenn wir laufend fahren, geht es ja. Ja. Wenn man nicht irgendwie über die Weihnachtsferien Ja, oder gut, was, klar, dann wenn müssen wir, eine Pause ist. dann müssen wir ja, richtig- freischaufeln. Ja. aber wir müssen einen Traktor, einen großen, der mich mit 4 Ketten und mit einem Gerät hinten, dass es selber befreien kann, Ja. ausschaufeln müssen. Das ist jetzt die Mautstraße, von der wir gesprochen haben. Okay. Wir drehen hier nur um und fahren dann ein Stückchen Mautstraße und dann überqueren wir es ein paar Mal und kommen dann hoch. Ah, das ist schon beeindruckend, mein lieber Und Freund. der G, ihr kennt ja ein bisschen die Logik, Ja. wenn ich Zentralsperre schalte, habe ich meine Helferlein alle weg. ASB Genau, klar. weg, Ja. ABS weg. Genau. Also Gut, ich geht ja, kann, wollte ich sagen, geht ja. man kann hier gut Fahrdynamik zeigen auf Mühlflächen, so wie der Beginn war von den Offroadern. Der Anfang, die Offroader hat mir, oder Karl BKW 4x4 genauso, hatten ja alle viel mehr Unfälle als normale Fahrzeuge, prozentuell, weil sie nämlich irgendwo super raufgefahren sind, aber beim Runterfahren sind sie gleichgestellt wie die anderen. Ja, ja, klar. Gut, das ist aber auch die Krux, die viele Allradfahrer falsch machen. Die denken, oh, beim schlechten Wetter, beim Schnee, ja, uns kann nichts passieren. Und beim Bremsen sind sie genau, alle schlecht. gleichgestellt. Ja, genau. Das ist jetzt Jungwald, ich hab da 76, das sind jetzt 40 Jahre angefangen, da waren so kleine Christbäume.
das ist gut. Ja, das ist eine Generation. Ja. 30, ist irre, 30 ja. 35 Jahre. So braucht so ein Baum, bis er so groß Ja. wird. Dafür haben wir da eigentlich Jungwald 1 und Jungwald 2. Die Bezeichnung, dass wir wissen, wo wir sind. Wir sind, ja. Filme hast du schon gesehen über den Berg, oder nicht? Nee, tatsächlich Filme? noch nichts, nein. 35G YouTube rein, Ja, ja, 35 muss Jahre ich- G. ja, muss Dann haben wir gucken, dann ja. hier gemacht auch Ja, ja. vom Schöckl einen und Also- auch von Kapstadt So. bis Namibia sind wir gefahren mit 2G. Ja, genau, die Tour habe ich mitgekriegt, ja. Vielleicht macht's Fotos, dann kann man mal die ohne Handschlag lassen. Hätte ich so einen Schiss. Krass. Wahnsinn. Ja. Ich höre das Tempo eigentlich beachtlich, muss ich Ja, das sagen. Tempo ist krass. Ja. Dass der Reifen das so locker wegsteckt, finde ich schon. Wie wenig NVH-Probleme die Ja, jetzt hat. ja, siehst du? Also, Ah, ja. das Einzige, was man hört, ist unser Gepäck. Ja. Ja, das ist schon, ja. Und meine ja. Knochen. Okay, das hört man ja noch früher. Meine linke Hüfte ist nämlich hin. Okay. Das wollte ich gerade fragen. Das, ist doch Ja. auch, das bleibt ja auch nicht spurlos. Ja, das ist bei mir, ja, ich schaue ein bisschen von hier. Ich hatte beim Kreuz ein bisschen Probleme, aber das war nur ein Bandscheibenvorfall. Dann haben wir reparieren lassen. Wenn ich, dass ich nicht irgendwo bin im Ausland, da springt man wieder raus. Ja, ja. Aber ich fahre jetzt 40 Jahre, ich muss, Ja. muss klopfen, wirklich, dass nicht mehr ist. Die Bewegung schadet gar nicht so Ja. viel. Natürlich ist ein bisschen Abnutzung dabei, Ja. weil manche haben beim Bürosessel sitzen mit 30 schon einen Bandscheibenvorfall. Ja, ja. Ja. So, wir fahren jetzt dann hoch und dann kann jeder dann ein kleines Stück oben fahren auch. Okay. Könnt ihr euch wo positionieren, für den anderen Fotos zu machen oder auch selber fahren, wie es euch passt. Ah, das ist schon. Also die Strecke verbirgt auch alles, was Schrägfahrten oder Ja, ja. richtige Verwindungen. Das Einzige, was wir hier nicht haben, ist Schlammfahrten, Ja. oder was, aber das ist nicht nötig. Da haben wir unsere Tests unten dann Wasserdurchfahrten, die Quarzsand drinnen haben, wegen den ganzen Dichtungen und alles, die Tests sind. Also. Früher war es halt der Telegrafenweg, er heißt noch immer so. Jetzt haben wir halt ein bisschen Panoramastraße, weil man schon Stark. Ja. zur Stadt runter sieht. Ja. Ja, krass, diese Schneise, das ist ja wirklich irre. Die das da. Wie Karl rasiert, der eine Streifen, ja. Die Wucht, was da Ja, herkommen Wahnsinn, muss, ne? ja, Abfallend meine ich, Ja. ist von Ja. einer Seite anbricht, ja okay, aber Das ist irre. Weißt du nicht, stimmt. Nee, du bist ja Teil des Films. Oh Gott. Jetzt ist groß, jetzt schöne Kleider. Du hast eine schöne Brille an. Ich auch. Geil. Boah. Wahnsinn. das lässt sich nur gut machen mit der Hinterachssperre. Also Ja. hier gibt es kein Durchrutschen von Ja. Rädern. Der steigt einfach Das drüber. stimmt, ja. Er steigt einfach drüber, ja. Ja gut. Also alle sonstigen sozusagen Anfahrhilfssysteme, die werden ja nicht richtig ins Gelände gebraucht. Ja. Die müssten ja zuerst einen Schlupf aufbauen, Genau. damit das System überhaupt aktiv arbeitet. wird. Ja. Ja. Und das ist halt nicht gut fürs System und Ja. auch der Reifenverschleiß Ja, ist ja. viel stärker. Ja. Aber
viele Kunden brauchen gar nicht mehr. Die Ja, ja, fahren ja. sowas nie. Ja, ja. Gut, ich würde auch nicht auf die Idee kommen, hier lang zu fahren. Ne? Aber gut. Also hier kann man gut zeigen, wie einfach es ist, auf die, mit Automatik Automatik, wegzufahren. Hm. Weil sonst braucht man ja Handbremse Ja, klar, und, musst- und Kupplungsschleifen ja, oder irgendwas. Ja, ja. Und das Schweizer Militär waren die ersten, die gesagt haben, die Fahrzeuge, die macht man nur mit Automatik. Wo wir fast noch Gegner waren, weil die Automatik nicht so gut geschaltet hat. Aber mittlerweile ist das komplett anders geworden. Ich habe jetzt dadurch, dass die Systeme nicht da, das Holzsystem nicht, ich bleibe einfach stehen mit linkem Fuß und gebe Gas und so weiter. Ja gut, wie gesagt, ist einmal kurz so, dann, Ja, das ist, wo er los ist, vielleicht und auf dem Felsen drauf, Ja, genau. bis er kurz Grip Ja. aufbaut und dann geht's wieder. Das ist schon irre. Da haben wir früher einen Weg gehabt, jetzt haben wir den da mit dem Förster, haben wir den rauskuriert, dass wir immer fahren können, weil Ja. drüben war der Hohlweg schon so tief, dass immer genau das Stück immer eisig war im Winter Ja, ja. und wir Probleme gehabt haben, vielleicht da drinnen. Aha. Aber jetzt haben wir gehört, jetzt geht es da rundherum und passt das. Da fahre ich mit alles jetzt rein, da fahre ich mit, die gehst du nicht leicht rein links. Da kann man so richtig das Fahrzeug auf zwei Rädern hinstellen, Okay. weil es nämlich so stark verwindet. Ah ja. Das ist hier, wenn man Ja. da reinfährt, Ja, okay. Dann dann steht er kommt jetzt. man hier rauf, dann Ja. steigt er richtig auf. So, hier ist er. Jetzt sind wir gefahren. Jetzt sind wir runtergerutscht. Ja. Also da kann man Ja. das schön hinstellen. Das merkt man überhaupt Ja, nicht, ja, weil nämlich ja. die Sperren voll drinnen Ja, sind. ja. Weil die Vieh. Die Kühe, das gibt's, das ist auch gut. Der Bauer fährt dann auch ein G, nehme ich an. Ja. Ah, die möchten gern. Okay. Manche vielleicht, ja, Ja. der Hütten wird oben, der Ja. fährt auch einen. Aber ja. Da gibt es so ein Lieb, wie, was war das? Ein Jeepfahrer, ein Range Rover und ein G-Fahrer kommen zum Petrus, also wie ich gestorben bin, Ja. kommen sie hoch und jeder hat seinen Lebenslauf dabei. Ja. Und der Jeepfahrer, ja, sagt er, ja, geschieden, ledige Kinder, alles, sagt der Auto, ja, Jeep, Himmel, ne? Ja. Passt. Dann der nächste, der Range Rover-Fahrer auch, ja, sie haben aber keinen guten Lebenslauf. Und dann der Auto, Range Rover, gut, passt. Himmel. So, da kann ich gleich wieder stehen bleiben, gehe nur linken Fuß Bremse und fahre normal weg. Ja. Und dann der G-Fahrer, ja nix, super alles und Kinder und brav, Familienvater und alles, ja, hin und her. Und Auto, Mercedes G, Hölle. So, hey, die anderen zwei, die haben einen Lebenslauf, einen ganz so schlechten und die kommen in den Himmel. Und dann sagt der Petrus drauf, G-Fahrer hatten den Himmel schon auf Erden. Ja. Ja, so ist es. Ja. Ganz makaber ausgelegt, aber das ist egal. Also runter lassen wir es dann schön laufen, gell? Ja. Weil, wie es ihr mitfilmen wollt. Ja. Nämlich die fixen Kameras werden alle Ja. zu viel schütteln. Ja. Okay.
Ich weiß nicht, ob es eine kleine habt oder irgendwo, Ja. die du festmachst oder ich festmache, Ja. die einfach Andere. mit fokussiert Okay. die Fahrt. Ja, okay. Ich sag's nur, wie es ist. Ja, ja. Dann kommt es besser zu. Ja, das ist klar. Man kann schon die anderen genauso laufen lassen. Die mit dem kurzen Ärmchen könnte das vielleicht, die schwingt da wahrscheinlich wirklich zu stark. Ja. Muss aber gut, wir werden sehen. Auch die ganze Bewegung ist zu viel. Ah, okay. Man filtert den Kopf viel mehr Ja, aus. ja, gut, Man klar. gleicht ja Ja, alles ja, aus. sicher, ja. Das ist schon sehr beeindruckend. Dass deine Bandscheiben 40 Jahre mitgemacht haben, du, da habe ich Respekt, aber mein lieber Hey, Freund. muss ich sagen. Dass jetzt was ist, darf ich gar nicht sagen. Jetzt bin ich 61. Ja. Irre. Ja, wirklich, wirklich irre. Vor allem, man sieht ja dann, was kommen wird und du bist ja immer wieder überrascht, wie heftig dann Ja. die Ausschläge Dass wenn man die das nicht- Bodenfreiheit so passt und alles, Ja, gell? wenn man das nicht gewöhnt ist, so als also, für dich ist es wieder jetzt, klar, nichts Besonderes und ich denke mir so, wow. Das ist echt irre, was so ein Allrad und 3 Sperren und so machen kann in der ordentlichen Bodenfreiheit. Ja. Das ist schon wirklich wahr. Mehr geht ja nichts. Ja, Mehr geht nichts. ja. Robustheit muss er noch haben. Ja. Klar. Das würde aber mit den Straßenreifen nicht schaffen hier hoch, oder? Wohl, auch. Okay. auch. Da müsstest du aufpassen wegen Steinchen. Das und so, ist dass 18 Zoll, weißt du, das Ja. ist ja die Flanke Ja. viel kleiner Ja, und da ja. geht es schon mehr auf die Felge. Ja, ja, Und dafür fahren wir so lange geht 16 Zoll. ja, okay. Du, das ist ziemlich. Hast du eine Lieblingspassage am Berg hier? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Der ganze Berg passt. Es ist nämlich so abwechselnd, Ja. dass man gar nicht sagen kann, okay. Ich habe schon Angstschweiß hier in der Armlehne, hier rechts von mir. Achso, ja, das ist nicht Angstschweiß, das ist Arbeit. Ja. Das war vorhin hier, also mein lieber Freund, die zweite Runde Respekt. Bei der ersten hatte ich wahrscheinlich noch stellenweise angstgeweitete Augen. Und dann wusste ich, dass der mein lieber Freund. Das sind hier die Jungs wie früher. Spaß wie. Da ist so ein langes Stück auch, ich weiß nicht, ob das für euch interessant ist.
Von da vorne, das ist so richtige Kompressionen. Hier eine Eichkatze. Ja. Da, ja. Also hier haben wir ein bisschen Bewegung drinnen. Ja. Ich weiß nicht, ob das interessant ist. Ja, das auf jeden Fall sieht bestimmt gut aus, oder? Ja. Ja, also dann machen wir das. Komm, komm, verlachen schon gar nicht mehr. Da vorne hat sie das. Kannst du das raufstecken vorne Ja. da bitte? Das Glas. Das Glas hat sie da gelöst. Glas, nein, da. Ja. Probier's ein bisschen fest machen. Ein bisschen fester draufklopfen. Warte mal, ich guck mal nach. Die Muss Jungs. was kleben, ha? Passt, sehr gut. Repariert. Das ist schon echt gut. Ja, das ist ein Teil, wo SUVs alle aussteigen. Also die haben nicht mehr die Bodenfreiheiten nicht oder die sind nicht so stark aufgebaut mit einem Rahmensystem wie die haben alle integrierte Rahmensystem. Da springt aber die Frontscheibe raus, dann meinst du? Das nicht, aber da muss das Türschloss auch schon mittragen. Das ist wirklich so. Wenn man da auf Vermietung, da kann man dann mit der Vermietung hinterstellen und die Tür. Kleinen Jungs sein. Allmächtiger. Ja, schön, dass der Erwin schwitzt hier vorne schon 100 Mal gemacht. Ja. Ah, ja. Das Ganze fahren wir aber permanent durch den ganzen Winter. Also, Okay. wenn es von oben nicht drauf geht, wenn so viel Schnee ist, dann müssen wir von oben mal runter. Oder wie? Spur ziehen.